schon mal Gute Nacht morgens im Büro gesagt? Ich hab das echt mal gemacht und alle haben gelacht. Heute lernst du 25 echte deutsche Begrüßungen und Verabschiedungen für Alltagssituationen wie Arbeit, Kaffee und Nachbarn, ganz entspannt auf A1. Ja, und wir zeigen dir, wann du oder sie sagst und was in Nord und Süd normal ist. Nach dieser Folge kannst du Gespräche leicht starten und höflich beenden, ohne Stress. So, jetzt starten wir richtig. Guten Morgen, Julia. Wie geht's? Guten Morgen, Tim. Mir geht's gut, danke, und dir? Übrigens, wenn ihr das später üben wollt, die komplette Lektion steht auf Vocabli. Also, los geht's mit den wichtigsten Grüßen. Erstmal die Klassiker. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Das passt nach Uhrzeit, ja? Morgens, tagsüber, abends, einfach. Und sehr höflich, auch bei Sie. Genau. Und locker geht auch Hallo oder Hi. Das hörst du überall, im Laden, bei Freunden, in Kursen. Hi ist sehr informell, aber total normal. Dann gibt's das kleine Wörtchen na. Das heißt nicht viel, eher so, alles okay. Du kannst antworten, ja und dir? Oder alles gut. Apropos, Fragen als Gruß sind super. Wie geht's? Oder alles gut? Beides ist freundlich, aber nicht zu privat. Du kannst kurz antworten, kein Roman, einfach ein Satz. Regionale Sachen sind spannend. Im Norden hörst du oft Moin. Das geht morgens, mittags, abends, echt immer. In Bayern und Österreich sagen Leute Servus oder auch Grüß Gott. Das ist dort ganz normal und kann sehr höflich klingen. Ja, ich hab mal in München Moin gesagt. Die Leute haben gelächelt und meinten, na, hier sagt man eher Servus, war freundlich, nur halt anders. Also, beobachte kurz, wie die anderen grüßen. Klein Team Situation? Du kommst ins Büro und mehrere Leute sind da. Sag einfach Hallo zusammen. Das ist praktisch und klingt nett. Und wenn du eine Person triffst, die du kennst, kannst du sagen, schön, dich zu sehen, das ist warm, aber noch einfach. Nicht zu kitschig, finde ich. Lass uns mal ein kurzes Rollenspiel machen, ja? Stelle dir den Morgen im Büro vor. Ich bin Tim, neu im Team, und du bist meine Kollegin. Alles klar. Los geht's. Guten Morgen. Ich bin Tim. Wie geht's? Guten Morgen. Willkommen im Team. Alles gut, danke. Und bei Ihnen, dir? Alles gut, danke. Na, dann bis später im Meeting. Bis später. Und falls du was brauchst, frag einfach. Siehst du, da hatten wir schon 3 Grüße. Guten Morgen. Wie geht's? Na. Und eine Verabschiedung. Bis später. Das ist schon richtig alltagstauglich. Total. Und kurz zu du und sie, im Büro bist du zuerst höflich, also sie. Wenn die andere Person du anbietet, dann wechselst du. Das ändert den Ton, also hör einfach zu und folge dem Stil. Okay, lass uns die häufigsten Verabschiedungen sammeln. Ganz neutral ist Tschüss. Ein bisschen italienisch, aber in Deutschland normal Ciao. Und sehr praktisch fürs Büro, auf Wiedersehen, eher formell. Und die Zeitformen. Bis später, bis bald, bis morgen, bis dann, bis gleich. Das zeigt, wann ihr euch wieder seht. Dazu passt gut, mach's gut, das ist freundlich und persönlich. Wenn du rausgehst aus einem Laden, sagst du oft schönen Tag noch oder am Abend schönen Abend. Am Freitag mag ich schönes Wochenende.
Das klingt höflich und macht gute Laune. Kurze echte Szene an der Kasse, okay? Ich bin die Kassiererin, du bist der Kunde. Nur Begrüßung und Verabschiedung. Guten Tag. Hallo. Macht 3,50 €. Danke. Schönen Tag noch. Danke, ebenfalls. Skas. Ciao. Und ja, ciao ist hier total okay, auch im Laden. Mini-Check in der Mitte. Weißt du noch, was na bedeutet? Es ist wie ein kurzer Start. Hey, alles okay? Keine große Frage, nur ein freundlicher Ping. Genau. Und noch ein Mini-Check, was passt formell besser im Amt? Tschüss oder auf Wiedersehen. Richtig, auf Wiedersehen, das wirkt respektvoll. Kleine Story von mir. Ich hab mal in Bayern Grüß Gott gehört und dachte, oh, das ist sehr religiös. Aber eigentlich ist es einfach ein höflicher Gruß dort. Also keine Panik, das ist Alltagssprache. Und andersrum hab ich in Hamburg Moin am Abend gehört und fand das erst komisch. Aber dort ist das normal, wie Hallo. Man lernt das schnell, wenn man zuhört und kurz nachmacht. Noch 2 Tipps. Erstens. Lächeln plus Blickkontakt macht jeden Gruß besser. Zweitens. Mach's kurz. In Deutschland sind Grüße oft kurz und klar, gerade mit Fremden. Wollen wir noch ein Rollenspiel machen? Dieses Mal Nachbarn im Treppenhaus, ja? Erst formell, dann lockerer. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Schönen Abend. Und ein paar Tage später, wenn man sich kennt, Hallo zusammen. Na? Hi. Alles gut? Bis dann. Schön. Da hast du wieder mehrere Sätze gehört. Guten Abend, schönen Abend, Hallo zusammen. Na? Alles gut? Bis dann. Das sind super Bausteine. Was viele lernen, sag nicht Gute Nacht als Begrüßung, das ist eher zum Schlafengehen. Als Verabschiedung spät am Abend geht Gute Nacht, ja, aber im Alltag ist schönen Abend oft besser. Was sagst du montags im Büro zum Abschied? Ich sag oft, bis morgen oder bis bald. Freitags sag ich sehr gern, schönes Wochenende. Das motiviert alle, finde ich. Und am Telefon passt bis später oder bis gleich, wenn es echt bald ist. Nach einem kurzen Termin, mach's gut, das ist freundlich, aber nicht zu nah. Noch eine kleine Aussprachehilfe. Grüß Gott hat ein kurzes Ü und bei Tschüss ist das Ü auch wichtig. Keine Sorge, das wird mit der Zeit. Einfach mal langsam sagen und üben. Fehler, die oft passieren, man mischt du und sie in einem Satz. Bleib bei einer Form, bis die andere Person wechselt. Und denk dran, in Ämtern, Praxen, Behörden ist Guten Tag plus Auf Wiedersehen super sicher. Fassen wir unsere 25 kurz zusammen, ohne zu hetzen. Grüße, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, hallo, hi, na? Wie geht's? Alles gut. Moin, Servus, Grüß Gott, hallo zusammen, schön dich zu sehen. Verabschiedungen. Tschüss, ciao, bis später, bis bald, bis morgen, bis dann, bis gleich, mach's gut, schönen Tag noch, schönen Abend, schönes Wochenende, auf Wiedersehen. Das sind deine Werkzeuge. Kurzer Alltagstipp noch, schau, was die andere Person sagt, und spiegel es ein bisschen. Sagt sie Guten Tag, sag auch Guten Tag. Sagt sie Hi, kannst du auch Hi sagen, das passt dann vom Ton. Ich hab noch eine Miniszene, ganz kurz. Kumpel trifft Kumpel. Service. Servus. Wie geht's? Alles gut. Bis bald. Mach's gut. Und das gleiche formell im Büroflur. Guten Tag. Auf Wiedersehen.
Schönen Tag noch. Bis morgen. Jetzt zu euch. Welche Begrüßung benutzt ihr morgens am liebsten? Guten Morgen, Moin oder Hi? Und welche Verabschiedung sagt ihr am häufigsten? Schreibt uns das mal, ich bin echt neugierig. Und wie versprochen, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably. Der Link steht in der Beschreibung. Schau da rein, übe die Sätze laut, und dann klappt das im Alltag. Bis dann und schönen Abend. Schönes Wochenende oder wann immer ihr das hört. Zgas.